sind im Grunde die beiden Testtage die Basisdiagnostik, die wir machen, die ganz umfängliche Diagnostik, die wir fahren. Aber wir machen natürlich im Spielbetrieb, in normalen Regelwochen permanent Diagnostiken. Die sind zwar natürlich nicht im großen Ausmaß wie jetzt hier heute oder im Winter, sondern das ist eine kleine Auswahl an Testverfahren, die wir aber auch heute zum Beispiel gemacht haben, um langfristig Datenpunkte von Spielern zu bekommen und die Entwicklung beurteilen zu können, ob unser Training anschlägt oder ob wir etwas regulieren müssen in unserem Trainingsprogramm. Der ist gesetzt, weil die Ausdauerleistungsfähigkeit die Basis des Fußballspiels ist. Deswegen ist es für uns das A und O, dort diese Werte auch sehr valide und reliabel zu erheben. Aus diesem Grund machen wir den Laktattest in der Form, wie wir ihn machen, um auch einfach ein Profil des Spielers zu bestimmen. Ist er eher ein schnellkräftiger Spieler, ist er eher ein ausdauernder Spieler? Das heißt, wir nutzen diesen Test auch, um sehr zu individualisieren. Aber am Ende geht es auch darum, den Spieler im Bereich der Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern. Und dafür brauchen wir eben diese Werte, um diesen Ist-Zustand beurteilen zu können und damit dann vergleichen zu können, wo wir diesen Spieler eigentlich hinbekommen wollen über die Zeit. Und was wir daraus ableiten, ist halt die Schnellkraftfähigkeit der unteren Extremitäten von den Spielern. Wir haben 2 Kräftmessplatten, das heißt, wir können sogar linkes und rechtes Bein voneinander unterscheiden und sehen dort auch gewisse Disbalancen im Absprung, aber auch in der Landung. Es ist ein Isokinet, das heißt, wir messen die dynamische Kraftfähigkeit der Oberschenkelmuskulatur, sowohl der vorderen Oberschenkelmuskulatur als auch der hinteren Oberschenkelmuskulatur unter verschiedenen Kontraktionsformen, das heißt einerseits konzentrisch, auf der anderen Seite exzentrisch. Und damit können wir auch die funktionelle Stabilität des Kniegelenks bewerten, was natürlich im Rahmen der Verletzungsprävention extrem wichtig ist. Wir können muskuläre Disbalancen ganz genau identifizieren und können somit dafür sorgen, dass wir Verletzungen reduzieren über individuelle Trainingsprogramme. Das ist halt im Grunde auch ein Krafttest, das ist aber ein isometrischer Krafttest, das heißt kein dynamischer Test, wo sich das Bein bewegt, sondern gegen einen fixen Widerstand. Und dort messen wir die Hüftmuskulatur, das heißt die Adduktoren und die Abduktoren in verschiedenen Winkelgraden, um einfach ein Gesamtbild zu bekommen über die gesamte Muskulatur der unteren Extremitäten. Ich würde mal sagen, jeder Mensch hinterlässt auch seinen eigenen Fußabdruck. Von daher, das ist super individuell und wir machen das über unsere Orthopädietechnik, um den Spielern bestmöglich eine Statik zu verleihen. Das hilft den Spielern Stabilität zu geben, natürlich auch im Rahmen der Verletzungsprävention gewisse fehlerhafte Bewegungsmuster zu korrigieren. Die große Herausforderung ist aus diesem ganzen Datenwust erstmal alles zu strukturieren und vernünftige Ableitungen zu treffen. Und da hilft uns einfach die Technologie, dort extrem tiefe mittlerweile Analysen zu fahren und natürlich über unseren Partner Adesso dann diese Daten, die dort zustande kommen, diese große Menge an Daten auch sauber zu verarbeiten. Wir arbeiten dort sehr eng mit der medizinischen Abteilung zusammen, mit den Physiotherapeuten, tauschen uns da extrem wertvoll aus und dann wird im Grunde für jeden Spieler ein individuelles Trainingsprogramm festgelegt. Und das dann auch mit dem Trainerteam natürlich kommuniziert, Stärken-Schwächen-Profile besprochen, um einfach dann auch einen langfristigen Plan für den Spieler zu entwickeln. Weil am Ende geht es darum, die Jungs auf Basis der Diagnostik besser zu machen und robuster zu machen. Das ist im Grunde das Ziel von einer Diagnostik.